Heute möchte ich einmal darauf eingehen, mit welchen Optionen wir unsere verschiedenen Füllertypen ausstatten können. In unserem Katalog gibt es dazu schon seit einigen Jahren eine Übersichtsseite mit kleinen Bildern und Kurzbeschreibungen, aber wie wir das Ganze in Realität umsetzen und welche Vor- und Nachteile die einzelnen Optionen mit sich bringen, das werde ich hier einmal genauer erläutern. Ich habe dazu einen Fundus an Schulungsobjekten hier zusammengestellt. Diese gibt es bereits seit einigen Jahren in unserem Haus und stammen aus verschiedenen Baujahren. Ich bitte daher zu entschuldigen, falls die eine oder andere Stelle nicht mehr ganz so hübsch aussieht. Aber wir sind ja hier, um was zu lernen, und da geht es ja weniger um die Optik als um die Funktion. Also schauen wir uns jetzt die erste Option an. Wenn wir von einer Gewindeausführung oder einem Füller mit Außengewinde sprechen, dann ist damit in der Regel ein Außengewinde auf dem Mantelrohr gemeint. Ich kann die Position des Mundstücks exakt mit Hilfe der Mutter und des Gewindes einstellen. Bei dünnwandigen Rohren ist es leider nicht möglich, das Gewinde bis zum Ende durchzuschneiden, sodass zumindest der eine Teil des Halterings schon während der Montage aufgesetzt werden muss. Es gibt aber auch Varianten, bei denen das Gewinde wirklich bis zum Rohrende durchgeschnitten werden kann. Hier zum Beispiel das Gewinde M42x1,5 auf einem KSW-Füller. In der Regel haben unsere Füller fest verbaute Venturi-Düsen. Je nach zu verarbeitendem Material wählen wir die passende Düse dafür aus. Damit sind Füllverhalten und Luftverbrauch fest definiert und nur durch den anstehenden Betriebsdruck zu beeinflussen. Bei unserem Füller Typ Euro bieten wir darüber hinaus an, die Füllluft variabel zu gestalten. Ich kann hier durch Veränderung der Zylinderstellung meine Saugleistung direkt beeinflussen. Dieser Vorteil bringt gleichzeitig auch einen potenziellen Nachteil, denn wenn ich die Einstellung nicht exakt wieder treffe, habe ich beim nächsten Mal ein anderes Füllverhalten. Ihr solltet euch also nur dafür entscheiden, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr diese Option wirklich benötigt. Der Großteil unserer ausgelieferten Füller verfügt über 3 separate Luftanschlüsse. Hier wird die Füllluft separat angeschlossen und ich habe einen Anschluss zum Öffnen, einen Anschluss zum Schließen des Füllers. Nicht alle Maschinen verfügen jedoch über 3 getrennte Signale, sodass ich häufig auch mit einem Füller mit nur 2 Luftanschlüssen arbeiten muss. Bei dem Eurofüller ist dies von Haus aus möglich. Diesen gibt es als Variante mit nur 2 Anschlüssen. Hier habe ich den Anschluss zum Füllen und Öffnen und hier das ist der Anschluss zum Schließen des Zylinders. Unsere Modelle mit 3 Luftanschlüssen kann man in der Regel trotzdem auf einer solchen Maschine verwenden. Dann müssen allerdings die beiden Signale oder die beiden Anschlüsse Füllen und Öffnen kurz geschlossen werden. Wenn ihr die Wahl habt, ob ihr mit 2 oder 3 Luftanschlüssen arbeitet, würde ich euch immer empfehlen, die Variante mit 3 Luftanschlüssen zu wählen. Damit könnt ihr euren Prozess wirklich sauber definieren, insbesondere wenn es auch um das Rückblasen des Materials geht. Bei der Zylinderdichtung bieten wir euch 2 Optionen. Im Standard sind unsere Füller mit einer Manschette ausgestattet. Manschetten sind relativ günstig und lassen sich wirklich leicht wechseln. Dazu verlinke ich euch auch ein anderes Video, in dem ihr das euch mal genauer anschauen könnt. Alternativ können wir den Pneumatikzylinder mit Gleitdichtringen ausstatten. Diese haben eine höhere Standzeit, sind jedoch deutlich teurer und aufwendiger zu wechseln. Wenn ihr euch unsicher seid, empfehle ich euch, mit der Manschette zu starten und wenn ihr merkt, dass das Wartungsintervall für euch zu kurz ist, dann auf den Gleitring zu wechseln. Wenn wir über eine Bedampfungsoption sprechen, dann geht es hier um den Teil des Füllers, der in den formgebenden Teil der Kavität ragt. Unbedampfte Pinole, unbedampftes Mundstück sehen wir hier rechts im Bild. Es gibt keine Möglichkeit, dass Dampf an der Füllposition in das Formteil strömt. Die nächste Stufe sehen wir an dieser Stelle. Hier haben wir seitlich Bohrungen, in der Mitte zentral eine Dampfdüse, sodass der Dampf aus der Dampfkammer durch die Pinole bis zu der zentralen Position des Füllers am Formteil strömt.
Die nächste Ausbaustufe wäre, auch das Mundstück seitlich abzuflachen. Hier sprechen wir von einem hexagonalen Mundstück, weil hexagonal angeordnet abgeflachte Stellen platziert werden. Der Dampf strömt hier nicht mehr nur noch durch die Pinole, sondern eben auch seitlich am Mundstück vorbei. Links im Bild sehen wir noch eine Sonderlösung. Hier hat sich der Kunde eine bedampfte Pinole, ein bedampftes Mundstück gewünscht, jedoch waren die seitlichen Abflachungen aus optischen Gründen auf dem Formteil nicht erwünscht. Wir haben daher auch im Mundstück stirnseitig Bohrungen eingebracht, sodass jetzt die gesamte Fläche der Füllposition bedampft wird und optisch ansprechend aussieht. An dieser Stelle können wir gleich zur nächsten Option überleiten, die sogenannte Bombierung. Von einer planen Pinole sprechen wir, wenn die Fläche, die Stirnseite der Pinole flach ist. Das haben wir hier im Bild, an dieser Stelle und auch an dieser Stelle. Eine Bombierung sehen wir hier an dieser Stelle. Man erkennt es leicht im Licht. Wir haben also eine gewölbte Spitze, ein gewölbtes Ende des Kolbens. Dieser sorgt dafür, dass der Partikelschaum an der Füllposition in der Form verdichtet wird, was zu einer besseren Haftung der einzelnen Perlen führt. Außerdem bildet sich dadurch eine Vertiefung in dem Formteil, sodass eventuell nachdrückendes Material sich ausdehnen kann, ohne dass ein Wulst entsteht. Nicht immer bieten Formteile ausreichend Platz, um genügend Auswerfer zu positionieren. In so einem Fall kann ein Füller mit integriertem Auswerferzylinder Abhilfe schaffen. Wir haben verschiedene Auswerfersysteme, daher wird es hierzu auch nochmal separate Videos geben. Wichtig zu wissen ist, man kann auf jeden Fall den gewünschten Hub hier angeben und man kann wahlweise pneumatisch oder bei manchen Modellen mechanisch durch eine nach hinten aus dem Füller herausragende Kolbenstange den Auswerfer betätigen. Häufig kommt es an der gegenüberliegenden Fläche der Füllposition im Werkzeug zu einem Abrieb. Beschichtete Werkzeuge und empfindliche Formoberflächen wie geätzte oder lasertexturierte Oberflächen können mit einem Füller, der nach vorn in die Form öffnet, geschont werden. Bei unserem System kann mit einer Einstellschraube am hinteren Ende des Füllers die Tiefe eingestellt werden, wie weit der Kolben in die Form öffnet. Außerdem haben wir hier den Kolben verträgesichert ausgeführt, sodass definiert werden kann, in welche Richtung der Strahl des Materials geleitet wird. Bei komplexen Formteilen kann es nötig sein, das vordere Ende des Füllers an die Werkzeuggeometrie anzupassen. Unsere Option verträgesicherte Pinole ermöglicht dies, da die Rotation des Pinolenendstücks formschlüssig verhindert wird. Wichtig ist hier darauf zu achten, dass nach Anpassung der Geometrie, sei es durch Fräsen oder Schleifen, an dem Pinolenendstück und Mundstück jeder Grad entfernt wird und ein kleiner Radius am Pinolenendstück angebracht wird, um Beschädigungen im Inneren des Füllers vorzubeugen. Mit unserem nachrüstbaren Taktzähler kann man auf eine sehr einfache Art und Weise die tatsächlich gefahrenen Zyklen eines Füllers ablesen. Dabei wird jeder Zyklus gezählt und nach durchgeführter Wartung oder zu einem selbstbestimmten Zeitpunkt kann ich das Zählwerk über Drücken einer Rücksetztaste nullen, sodass ich anschließend wieder von 0 beginne zu zählen. Ja, bis hierhin haben wir uns jetzt schon einige Optionen angeschaut. Kommen wir nun zu einem, wie ich finde, wirklich spannenden Thema. Quält ihr euch und eure Füller bei dem Versuch, diese aus dem Formwerkzeug wieder auszubauen? Beschädigt ihr dabei vielleicht sogar die Mundstücke oder die Form selbst? Wenn euch die Werkzeugvorbereitung zu lange dauert oder eure Maschinen aufgrund von Rüstzeiten zu lange stehen, dann solltet ihr euch über Schnellwechselsysteme Gedanken machen. Mit unseren Füllern KSW und KSWK bieten wir bereits seit vielen Jahren teilbare Lösungen an. Hier besteht der Füller aus einer Hülse, die im Formwerkzeug verbleiben kann, und einem Antrieb, der mit wenigen Handgriffen gewechselt wird.
Ich führe so einen Vorgang jetzt einmal durch und danach zeige ich euch ein Schnellwechselsystem, dessen Name Programm ist. Viel Spaß dabei! Ich habe hier unseren Füller KSW exemplarisch auf ein Werkzeug montiert. Stellen wir uns vor, dass noch weitere Füller und Schläuche meinen Arbeitsbereich einengen. Mit nur 2 Schrauben kann ich Antrieb und Hülse voneinander trennen. So kann ich im laufenden Produktionsprozess schnell meine Dichtungen, die dynamisch beansprucht sind, aus meinem Füller herausnehmen und extern warten. Ich kann auch einen anderen Antrieb montieren und direkt weiter produzieren. Ich kann dieselben Antriebe auf verschiedenen Werkzeugen bei verschiedenen Mantelrohrdurchmessern verwenden. Wenn ich an einer Füllposition einen Auswerfer benötige, kann ich einfach einen Antrieb mit integriertem Auswerfersystem auf derselben Hülse montieren. Hierzu muss die Hülse allerdings mit einem für Auswerfer geeigneten Mundstück ausgestattet sein. Das System funktioniert, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil. Die Hülse besteht aus relativ vielen Komponenten, weshalb die Kosten hierfür verhältnismäßig hoch sind. Daher wird dieses System nur selten verwendet, wenn die Hülsen Bestandteil des Werkzeugs sein sollen. Stellen wir uns vor, ich möchte von meinem Werkzeug diesen Füller zu Wartungszwecken demontieren. Aufgrund der vielen Füller, Schläuche und Auswerferstangen ist es eng in meiner Maschine. Ich komme aber mit einer Hand an meinen Füller. Schon habe ich den Antrieb gelöst und kann alles nach hinten herausziehen. Wie beim KSW kann ich auch hier Antriebe mit integriertem Auswerfer auf derselben Hülse platzieren. Neben der intuitiven Schnellkupplung bietet dieses System einen weiteren Vorteil. Die Hülse besteht aus wenigen Komponenten und ist verhältnismäßig günstig, weshalb sich dieses System hervorragend dafür eignet, wenn Hülsen als Bestandteil des Werkzeugs gerechnet werden. Das gleiche System zeige ich hier für einen Füller mit 28 mm Mantelrohr. Hier sogar mit einem Gewinderohr und einem Antrieb mit integriertem pneumatischen Auswerfer. Die Funktionsweise ist dieselbe. Mit einem Handgriff kann ich die Kupplung lösen und alles nach hinten herausziehen. Auch hier besteht die Hülse aus sehr wenigen Komponenten, sodass diese verhältnismäßig günstig ausfällt. Zum Schluss möchte ich euch noch an dieser Konstruktion zeigen, wo die Reise hingehen kann. Bei diesem Schnellwechselsystem war es dem Kunden wichtig, dass die axiale Position des Pinolenendstücks nicht durch einen nutzungsbedingten Verschleiß der Kupplung variiert. In diesem konkreten Fall ging es außerdem darum, die Antriebe im laufenden Produktionsprozess von Großserien innerhalb kürzester Zeit wechseln zu können, damit die Maschine nicht aufgrund von Dichtungswechseln ausfällt. Aus diesem Grund befindet sich hier der Materialanschluss am Hülsenteil. Trennen lässt sich die Kupplung ebenfalls ohne zusätzliches Werkzeug. Der Antrieb, hier ausgestattet mit einem integrierten pneumatischen Auswerfer, muss dazu in geöffneter Stellung sein. Ich trenne die Füllluft, betätige meinen Ring, drehe das Ganze und kann nun den gesamten Antrieb nach hinten herausziehen. Ich habe alle dynamisch beanspruchten Dichtungen jetzt in meiner Hand, kann innerhalb von Sekunden einen neuen Antrieb montieren, Füllluft wieder verbinden und bin fertig. Also, habe ich euch zu viel versprochen? Lasst uns gerne mal einen Kommentar dazu da. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen umfassenden Überblick über unsere Optionen geben. Wenn ihr auf der Suche nach einer anderen Lösung seid, die hier nicht dargestellt wurde, sprecht uns gerne an. Wir sind bereit und offen dafür, auch Sonderkonstruktionen an unseren Füllern umzusetzen. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Und an dieser Stelle, tschüss und bis zum nächsten Mal.